Als ich frisch in Berlin war, bin ich einmal mit großem Hunger in einen Supermarkt gegangen und dachte, das wird einfach. 10 Minuten später stand ich da wie in einem kleinen Escape Room. Das klingt sehr deutsch. Wo war das Problem? Die Tomaten, die Preise oder dein inneres Drama? Der Einkaufswagen. Ich wollte ihn nehmen, aber er war fest. Ich habe gezogen, geschoben, fast mit ihm diskutiert. Und dann kommt der Plot-Twist. Man braucht eine Münze. Ja, 1 Euro. Oder manchmal einen Chip. In meinem Heimatland nimmt man einfach einen Wagen und geht los. Hier musst du erst beweisen, dass du organisiert bist. Deutschland liebt kleine Prüfungen vor dem eigentlichen Problem. Aber als ich es verstanden hatte, war ich fast stolz. Neues Wort. Einkaufswagen. Ein Wagen im Supermarkt, in den man seine Einkäufe legt. Beispiel. Ich schiebe den Einkaufswagen durch den Supermarkt. Und die Münze ist Pfand. Du bekommst sie zurück, wenn du den Wagen wieder an seinen Platz bringst. Genau. Das ist fast wie eine kleine Lektion über Ordnung. Neues Wort. Pfand. Geld, das man kurz gibt und später zurückbekommt. Beispiel. Für den Einkaufswagen bekomme ich mein Pfand wieder zurück. Schon am Eingang lernt man also, in Deutschland hat sogar der Wagen Regeln. Und ehrlich, das ist anstrengend, aber auch ein bisschen schön. Mein erstes Problem war viel banaler. Ich hatte alles gekauft, stand an der Kasse und hatte keine Tüte. Dieser Moment ist schlimm. Du siehst deine Sachen an, sie sehen dich an und niemand hilft dir. Ich hatte Brot, Joghurt, Eier, eine Gurke und null Plan. Ich sah aus wie ein sehr überforderter Jongleur. In vielen Ländern bekommt man einfach automatisch eine Tüte. In Deutschland eher nicht. Hier denkt man, bring deine eigene Tasche mit, du erwachsener Mensch. Fair, aber mein Brot hat damals fast den Boden geküsst. Aber als ich es verstanden hatte, war ich fast stolz. Neues Wort. Tüte. Eine Tasche aus Papier oder Plastik für Einkäufe. Beispiel. Ich habe keine Tüte dabei, also trage ich alles in der Hand. Und dann das nächste Thema. Zahlen. Viele Orte nehmen Karte, aber nicht alle. Vor allem kleine Läden, Imbisse oder alte Cafés mögen oft Bargeld. Ja, du lernst schnell das Wort bar. Nicht cool, nicht modern, aber sehr nützlich. Neues Wort. Bar. Mit Bargeld und nicht mit Karte bezahlt. Beispiel. Ich zahle heute lieber bar. Eine Freundin von mir sagte am Anfang immer, aber ich habe doch eine Karte. Und Deutschland antwortete einfach, das ist schön für dich. Das ist der trockenste Dialog des Landes. Seitdem habe ich immer ein bisschen Bargeld dabei. Nicht viel, aber genug, damit ich nicht vor einem Stück Kuchen scheitere. Und dann kommt die Kasse. Für mich ist die Kasse in Deutschland wie ein kleiner Leistungstest. Ja, du musst schnell sein, sehr schnell. Bezahlen, einpacken, weiter. Die Kassiererinnen und Kassierer sind nicht unhöflich, aber sie warten auch nicht auf deine Lebensgeschichte. In meinem Kopf war ich ruhig. In meinen Händen war ich ein Chaos. Ich kenne das. Du bezahlst noch und deine Sachen rollen schon nach vorne wie auf einer kleinen Bühne des Stresses. Neues Wort. Kasse. Der Ort im Geschäft, an dem man bezahlt. Beispiel. An der Kasse ist es oft voll. Und vorher steht man an. Man steht einfach. Man wartet. Man denkt nach. Man bereut Entscheidungen. Vor allem samstags. Ganz Berlin will plötzlich genau dann Wasser, Pasta und Schokolade kaufen. Neues Wort. Anstehen. In einer Reihe warten, bis man dran ist. Beispiel. Wir müssen an der Kasse 5 Minuten anstehen. Ich habe am Anfang immer gedacht, warum gehen alle so nah aneinander? Dann habe ich verstanden, weil jeder glaubt, seine Reihe ist die schnellste. Das ist eine sehr menschliche Hoffnung. Und wenn endlich eine neue Kasse öffnet, sprinten manche Menschen dorthin, als gäbe es einen Preis. Gibt es auch. 2 Minuten weniger Stress. Aber nicht alles ist hektisch. Ich liebe den Wochenmarkt. Da ist die Stimmung ganz anders.
Man hört Stimmen, sieht Blumen, riecht Brot und plötzlich fühlt sich Einkaufen fast romantisch an. Fast, bis du den Preis für Beeren siehst. Jonas. Ich sage nur schön, aber nicht immer billig. Neues Wort. Wochenmarkt. Ein Markt im Freien, auf dem man frische Produkte kauft. Beispiel. Am Samstag gehe ich gern auf den Wochenmarkt. Dafür ist vieles frisch und regional. Und man redet oft kurz mit den Verkäuferinnen und Verkäufern. Das gefällt mir. In meinem Heimatland ist der Markt lauter. Man redet mehr, man feilscht manchmal, man lacht, man diskutiert über den Preis. Ja, dieses Feilschen kenne ich auch. In Deutschland eher selten. Hier steht oft einfach der Preis da und der Preis bleibt da. Willkommen beim Festpreis. Aber manchmal gibt es doch ein Angebot, besonders kurz vor Feierabend. Neues Wort. Angebot. Ein Produkt, das für kurze Zeit billiger ist. Beispiel: Die Erdbeeren sind heute im Angebot. Das ist mein Lieblingsmoment. Plötzlich wird aus Kultur ein echtes Hobby. Du meinst sparen? Ich meine Überleben mit Stil. Auf dem Markt kaufe ich gern Äpfel, Tomaten und manchmal Käse. Dann gehe ich mit vollen Händen nach Hause und fühle mich wie in einem Film. In meinem Film bin ich eher die Person, die fragt, haben wir auch wirklich genug gekauft oder müssen wir morgen wieder los? Apropos Alltag. In Bäckereien verliere ich oft mein Deutsch. Ich sehe 10 Sorten Brot und mein Gehirn sagt nur noch, dieses da. Dann machen wir jetzt kurz den Teil, der im echten Leben sofort hilft. Bitte, mein innerer Notfall ist bereit. Ein Brötchen bitte. Ein Brötchen bitte. Ich nehme 2 Brezeln. Ich nehme 2 Brezeln. Haben Sie auch etwas Süßes? Haben Sie auch etwas Süßes? Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Ah, das höre ich oft. Neues Wort. Zum Mitnehmen. Etwas wird gekauft, damit man es woanders isst oder trinkt. Beispiel. Ich bestelle einen Kaffee zum Mitnehmen. Genau. Und dann? Das ist alles, danke. Das ist alles, danke. Okay, das kann ich. Das klingt sogar nach einem stabilen Erwachsenen. Siehst du, man braucht oft nur ein paar klare Sätze. Und ein ruhiges Gesicht, auch wenn man innerlich auf Croissant-Niveau nervös ist. Das ist die wahre Kunst. Ich liebe deutsche Cafés, vor allem an kalten Tagen. Draußen grau, drinnen warm, beschlagene Fenster, leise Gespräche und irgendwo steht immer ein Kuchen, der dich emotional anspricht. Ich bin einfacher. Ich will Kaffee, einen Stuhl und kein Drama. Das ist auch Poesie, nur mit weniger Adjektiven. Wenn ich im Café bin, sage ich meistens, einen Kaffee bitte. Und wenn ich mutig bin, noch ein Stück Kuchen. Und oft fragt man, hier oder zum Mitnehmen? Früher habe ich immer mitgenommen. In Deutschland habe ich gelernt, manchmal ist es besser, kurz zu sitzen. Ja, nicht immer nur rennen. Einfach 10 Minuten atmen und trinken. Das klingt sehr gesund, fast verdächtig gesund. Im Café merkt man auch viel Kultur. Manche Menschen sitzen lange, reden, lesen oder schauen einfach nur raus. Es ist nicht nur Essen, es ist auch eine kleine Pause vom Tag. Ein bezahlter Reset. Genau. Und manchmal kostet dieser Reset 4,20 € und ein Stück Apfelkuchen. Teuer, aber emotional effizient. Abends wird es dann spannend. Restaurant. Oh ja, dieser Moment, wenn man vor der Tür steht und sich fragt, gehen wir einfach rein oder brauchen wir eine Reservierung? Ich habe einmal ein Schild gesehen, auf dem reserviert stand und dachte zuerst, das heißt wohl dekoriert. Ich wollte mich schon hinsetzen. Das wäre ein mutiger Start gewesen. Neues Wort. Reserviert. Ein Tisch ist schon für andere Gäste geplant. Beispiel: Der Tisch am Fenster ist reserviert. Seitdem frage ich lieber, haben Sie einen Tisch für 2? Sehr gut. Und dann kommt die Speisekarte. Für mich ist das immer ein kleiner Roman über meinen Hunger. Neues Wort. Speisekarte. Die Liste mit Essen und Getränken im Restaurant. Beispiel: Ich lese zuerst die Speisekarte. Ich lese zuerst die Preise. Ich bin ein realistischer Mensch. Das weiß ich.
In Berlin gibt es alles. Döner, vietnamesisch, italienisch, deutsche Küche, kleine Bars, große Restaurants. Das mag ich sehr. Ja, und jedes Viertel hat eine andere Stimmung. Mal laut, mal ruhig, mal schick, mal total entspannt. Und immer die wichtigste Frage: Was essen wir wirklich? Ich bestelle oft erst etwas Kleines, vielleicht eine Suppe oder einen Salat. Also eine Vorspeise. Ich tue immer so, als bestelle ich nur wenig. Und am Ende esse ich trotzdem ein komplettes Abendprogramm. Neues Wort. Vorspeise. Ein kleines erstes Gericht vor dem eigentlichen Essen. Beispiel: Als Vorspeise nehme ich eine Suppe. Danach kommt das Hauptgericht und da wird es ernst. Neues Wort: Hauptgericht. Das wichtigste Gericht beim Essen. Beispiel. Mein Hauptgericht ist heute Pasta. In meinem Heimatland isst man abends oft später und oft mit vielen kleinen Sachen auf dem Tisch. Alle probieren, alle nehmen, alles ist lebendig. Das liebe ich auch. In Deutschland ist es oft klarer. Das ist mein Teller, das ist dein Teller und jeder hat seine eigene kleine Welt. Beides hat Charme. Das eine ist wie ein Familienfilm, das andere wie ein gut sortierter Schrank. Das ist die deutscheste Beschreibung von Essen, die ich je gehört habe. Danke, ich meine das als Kompliment. Und trotzdem, wenn das Essen kommt und gut riecht, sind wir überall gleich. Wir schauen kurz still auf den Teller und denken, ja, das war die richtige Entscheidung. Und dann kommt für viele der kritischste Moment: Bezahlen. Ja, die Rechnung bitte. Dieser Satz rettet Leben. Und oft kommt dann die Frage: Zusammen oder getrennt? Das ist wichtig. Wenn man mit Freunden unterwegs ist, ist getrennt sehr praktisch. Neues Wort: Getrennt. Jeder bezahlt nur seinen eigenen Teil. Beispiel. Wir möchten heute getrennt bezahlen. Früher hatte ich Hemmungen, das zu sagen. Jetzt nicht mehr. Es ist normal. Total. Und manchmal ist es sogar einfacher für alle. Nur muss man aufpassen. In manchen Restaurants sagt man das besser früh und nicht erst nach einem langen Abend mit 3 Getränken und 2 Desserts. Ja, sonst muss jemand plötzlich Mathematik unter Druck machen. Das sollte man nie freiwillig tun. Wenn ich mit Karte zahle, ist gut. Wenn nur Bargeld geht, bin ich froh, dass wir heute schon darüber gesprochen haben. Siehst du? Einkaufen und Essen sind am Ende auch Sprachtraining plus Lebensplanung. Und dann kommt dieser kleine Satz, den man in Deutschland oft hört oder selbst sagt. Stimmt so. Ein sehr kleines Sprachpaket mit großer Wirkung. Neues Wort. Stimmt so. Man sagt das, wenn man kein Geld zurückhaben möchte. Beispiel: Machen Sie 18 Euro, das stimmt so. Das sagt man oft, wenn man ein bisschen Trinkgeld geben will. Neues Wort: Trinkgeld. Extrageld für guten Service. Beispiel. Wir geben im Restaurant etwas Trinkgeld. In Deutschland ist Trinkgeld nett, aber nicht so extrem wie in manchen anderen Ländern. Oft sind 5-10% völlig okay. Genau. Kein Stress, aber ein freundliches Zeichen. Ich mag diesen Moment, nicht wegen des Geldes, sondern weil man zeigt: Danke, das war gut. Ja, Sprache ist manchmal nur ein Werkzeug. Aber manchmal ist sie auch eine kleine Geste. Das klang gerade sehr nach dir. Und du sagst jetzt bestimmt etwas Sachliches.